Our last presentation dealt with the good Kellogg. Der letzte Vortrag, da ist um den guten Kellogg gegangen. Unfortunately, the story didn't end there. Und unglücklicherweise endet die Geschichte dort nicht. And now we need to look at the sequel, the bad Kellogg. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Teil an, die schlechteren Jahre. It's important to learn from our mistakes. Es ist wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen. And so let's see what we can learn from Dr. Kellogg's experience. Und nun wollen wir sehen, was wir aus Dr. Kelloggs Erfahrung lernen können. Let's start with the circumstances that the devil created to attack him at his weakest point. Ich fange mit den Umständen an, die der Teufel zusammengestellt hat, um ihn an seinen schwächsten Punkten zu erwischen. From my perspective, if I had to guess, I would say that the devil was successful in his attack. Aus meinem Blickwinkel gesehen, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass der Teufel erfolgreich war mit seiner Attacke. Well, I could certainly hope that Dr. Kellogg repented on his deathbed or some such thing. Und ich kann nur hoffen, dass er vielleicht auf seinem Totenbett sich bekehrt hat, doch noch. I have no solid indication that he did, and so I unfortunately do not expect to see him in heaven. Und ich weiß es nicht, ob es geschehen ist, und somit erwarte ich auch nicht, dass ich ihn im Himmel sehe. Remember, we are in a war. Denkt dran, wir sind in einem Kampf. And our enemy wants to kill us. Und unser Feind möchte uns vernichten. Dr. Kellogg had, in English we would say, a hard row to hoe. Dr. Kellogg hatte einen schwierigen Weg zu gehen, würden wir auf Englisch sagen. We're talking about gardening, and it's a hard row. It's harder work than most. Ja, so too hard. Ja, okay. Okay. That's correct. So I just Okay, wanted good. to assure it. Yeah. Ellen White discussed this many times. Und Ellen White hat das oft schon beschrieben. She says the past should be subject for keen regret. Sie sagte, die Vergangenheit sollte Gegenstand starken Bedauerns sein. The Lord would now have the medical missionary work recognized as the hand of God, the helping hand of God, excuse me. Der Herr wünscht sich, dass die medizinische Missionsarbeit jetzt als helfende Hand Gottes wahrgenommen wird. Now just stop for a moment. If the Lord wants it to happen now, it means it hasn't happened before. Wenn der Herr möchte, dass es jetzt passiert, dann heißt es, dass es davor noch nicht passiert ist. It talks about the past. Und es spricht hier von der Vergangenheit. Well, this was written in 1898. Das wurde 1898 geschrieben. So the past that she's talking about here is 22 years. Das heißt, die Vergangenheit, über die hier die Rede ist, sind 22 Jahre. In other words, the entire time that Dr. Kellogg had been working at the sanitarium. Mit anderen Worten, die gesamte Zeit, in der Dr. Kellogg im Sanatorium gearbeitet hat. She goes on. Und es geht weiter. The Lord has given Dr. Kellogg his work. Dr. Kellogg hat seine Arbeit vom Herrn erhalten. It is a fact that our ministers are very slow to become health reformers. Es ist eine Tatsache, dass unsere Prediger nur zögerlich zu Gesundheitsreformern werden. Notwithstanding all the light which the Lord has given upon this subject. Weil sie nicht das gesamte Licht verstehen, das ihnen bereits zu diesem Thema vom Herrn gegeben wurde. This has caused Dr. Kellogg to lose confidence in them. Das wiederum hat bewirkt, dass Dr. Kellogg sein Vertrauen in sie verloren hat. There were constant little irritations. Es gab ständige kleine Meinungsverschiedenheiten. One of the more entertaining stories involves a camp meeting. Eine der unterhaltsameren Geschichten spielt bei einer Zeltversammlung. Dr. Kellogg went to the campgrounds. Und Dr. Kellogg kommt hier zu dieser Versammlung. And found that there was just a church member who had done a good thing. Und fand heraus, dass da ein Gemeindeglied war, der das gerade etwas Gutes getan hat. He'd used his own money and gone out and bought a lot of food. Er hat sein eigenes Geld verwendet und ist rausgegangen und hat sehr viel Nahrungsmittel besorgt. And he set up a little food store on the campground. Und er hat so ein kleines Lebensmittelgeschäft dort bei dieser Zeltversammlung aufgebaut. He wasn't trying to make any money, he just did it so it would be convenient for the campers. Und er wollte jetzt nicht unbedingt Geld verdienen, er wollte einfach nur, dass die Camper dort, die Leute von der Zeltversammlung, dass sie es gemütlich haben. That was a great idea, nice thing he was doing. Das war eine gute Idee, eine gute Sache. So Doctor went in and walked around to the store. Und Dr. Kellogg
kommt zu diesem Geschäft und geht drin herum. It was all very nicely set up. Und das war alles sehr schön hergerichtet. But then he spotted something that concerned him. Aber dann sah er etwas, was ihn besorgte. The nice church member had included in the provisions 2 large wheels of cheese. Und dieses nette Gemeindeglied hat in seinem ganzen Inventar auch 2 große Laib Käse gehabt. That wasn't what Dr. Kellogg was hoping to see. Das war nicht das, was Dr. Kellogg gehofft hat zu sehen. But what was he going to do? Was sollte er jetzt also tun? And the guy had spent a lot of money to buy that stuff. Dieses Gemeindeglied hat viel Geld ausgegeben, um das zu kaufen. And so Dr. Kellogg bought them both. Und Dr. Kellogg hat also beide gekauft. Now what is he going to do? Ne, was macht er jetzt mit dem? So he took his 2 big wheels of cheese out to the front of the store. Er hat also diese 2 große Käslaibe genommen vors Geschäft. Also gekauft und mitgenommen. There were some young men came walking past. Und ein paar junge Männer sind gerade vorübergegangen. And he said, "Do you have a wagon?" Und er fragt sie, habt ihr einen Karren? Yeah, yeah. Ja, ja. Okay. I'll give you $1 or some amount, maybe 25 cents, whatever. But, Ich gebe euch einen $1 oder 25 Cent, was auch immer. take this cheese down to the river, Nehmt diesen Käse zum Fluss nach unten, whack it into pieces with an axe, hackt ihn in Stücke mit einer Axt and get rid of it for me. und werdet ihn los für mich. And so they did. Und so haben sie es getan. Unfortunately, Unglücklicherweise some ministers had heard about what was happening, haben einige Prediger davon Wind bekommen, was passieren soll. and they went downstream. Und sie sind flussabwärts gegangen. And they caught it all and brought it right back onto the campus. Und sie haben das alles aufgesammelt und wieder zurückgebracht. Now it's kind of funny, Es ist irgendwie lustig, but the doctor didn't think so. aber Dr. Kellogg war nicht so amüsiert drüber. There was another source of irritation. Das war noch eine Quelle für Meinungsverschiedenheit. At the sanitarium at that time, they did not regularly serve any meat. Im Sanatorium zu der Zeit haben sie nicht mehr regelmäßig Fleisch serviert, There was a serving line over on this side, aber es hat so ein Buffet auf dieser Seite gegeben. but over on this side they had a little window in the wall Aber auf dieser anderen Seite gegenüber hatten sie so ein kleines Fenster in der Wand, because there were always a few patients who just insisted on having some kind of meat. denn es hat immer wieder Patienten gegeben, die einfach darauf bestanden haben, irgendeine Art von Fleisch zu haben. And so for those patients, non-Adventist patients, whatever, who just, I've got to have, a hot dog or something. Und für diese nicht-adventistischen Patienten meistens, die was gesagt haben, ja, jetzt brauche ich einfach einmal einen Hotdog oder irgendwas, They could go over to the little window and they could get some meat. die haben dort hingehen können und haben eben ein bisschen Fleisch bekommen. Dr. Kellogg hosted 7 general conference sessions during his lifetime. Und Dr. Kellogg hat teilgenommen an 7 Generalkonferenzsitzungen während seiner Lebenszeit. He provided rooms in the dormitory for many of the delegates. Sie haben dort im Sanatorium Sanitarium, das stattfinden lassen. Er hat dort Räume zur Verfügung gestellt, also er hat die beherbergt eigentlich. And the sanitarium provided free food. Und das Sanatorium hat kostenloses Essen zur Verfügung gestellt. It's very generous to the man. Das war sehr großzügig. I believe he hosted a general conference session once after he himself had been disfellowshipped. Ich glaube, er hat sogar eine Generalkonferenzversammlung dort ausgetragen, obwohl er schon ausgeschlossen war. Which seems a little strange. Was ein bisschen komisch scheint. But what bothered the doctor is that when the meetings got out at the general conference session, Aber was ihn eigentlich gestört hat, als the meetings als die Versammlungen der Generalkonferenz zu Ende waren, at lunchtime, zu Mittag, all the delegates, mostly ministers, all die Delegierten, hauptsächlich Prediger, would come streaming out of the Battle Creek Tabernacle, the big church, sind aus dem Battle Creek Tabernacle, aus der großen Gemeinde herausgeströmt. and it was only a few hundred meters down to the sanitarium. Und es sind nur ein paar hundert Meter bis zum Sanatorium. They'd all come into the cafeteria, Und sie sind alle in den Speisesaal hinein and they'd pick up their little trays, und haben ihre Tableaus genommen, completely skip the serving line, haben das gesamte Buffet übersprungen and go straight to the little window. und sind direkt zu diesem kleinen Fenster gegangen. Dr. Kellogg just didn't like that. Und Dr. Kellogg hat das einfach nicht gern gehabt.
This has caused Dr. Kellogg to lose confidence in them. Das hat bewirkt, dass Dr. Kellogg sein Vertrauen in ihnen verloren hat. Well, let's see. Let's go on. Lass uns weitermachen. Still talking about the ministers. Wir sprechen noch immer über die Prediger. Their tardy work in health reform has created in him, Dr. Kellogg, a spirit of criticism. Ihre nachlässige Arbeit in Sachen Gesundheitsreform hat in ihm einen Geist der Kritik hervorgerufen. And he has borne down on them in an unsparing manner, which the Lord does not sanction. Und er hat sie auf eine schonungslose Art angegriffen, was der Herr nicht gut heißt. He has belittled the gospel ministry, and in his regard and ideas has placed the medical missionary work above the ministry. Um seinen Ansichten und Plänen zu folgen, hat er das Evangeliumswerk herabgesetzt und die medizinische Missionsarbeit über den Predigtdienst gestellt. I have seen that in the censuring of ministers, remarks have been made which have not been to the honor and glory of God. Ich sah, dass durch die Tadel an die Prediger Aussagen gemacht wurden, die nicht zur Ehre und Verherrlichung Gottes gereichten. There's a little lesson to be learned here. Das ist eine kleine Lektion, die man lernen kann hier drin. The ministers had their faults. Die Prediger hatten ihre Fehler. Someone else's fault is not a good reason to lose your soul. Jemandes anderen Fehler ist kein guter Grund, dass du deine Seele verlierst, dein Seelenheil. Those who refused the warnings of God followed a course of action which brought its sure result. Jene, die die Warnungen Gottes ablehnten, folgten einem Handlungsverlauf, der seine sicheren Ergebnisse zeigte. Notice who we're talking about, those who refused the warnings of God. Beachtet die, worüber wir sprechen, die die Warnungen ablehnten. These influences have sometimes made the work of Dr. Kellogg doubly as hard as it should have been. Diese Einflüsse haben die Arbeit von Dr. Kellogg manchmal doppelt so mühselig gemacht, als wie es hätte sein müssen. They have led him to stand apart to some degree from the ministry. Dies wiederum bewirkte, dass er auf Distanz von den Predigern ging. I desire to present matters as they are presented to me. Ich habe das Verlangen, die Dinge so zu schildern, wie sie mir dargestellt wurden. Such a spirit of criticism and fault-finding has done the work Satan designed should be done. Der Geist der Kritiksucht und des Fehlerfindens hat ein Werk genau nach Satans Vorstellungen bewirkt. Dr. Kellogg has been led to take the course he deemed it his duty to take. Dr. Kellogg sah sich bewegt, den Kurs einzuschlagen, den er als seine Pflicht ansah. He has not connected with those who were not in sympathy with the work he knew to be of God. Er stand nicht in Verbindung mit denjenigen, die nicht in Übereinstimmung mit dem Werk standen, das Kelloggs Meinung nach von Gott stammen würde. This statement's also from 1898. Dieses Zitat ist auch aus 1898. And the important idea here is that it's internal opposition that's always the worst. Und der wichtige Gedanke hier ist, dass interne Konflikte immer das Schlimmste sind. If some atheist or a Catholic or a Buddhist or somebody attacked the doctor, he would have expected it. Wenn ein Atheist, ein Katholik oder ein Buddhist ihn attackiert hätte, das hätte er erwartet. But when it's your own brothers and sisters of the church, Aber wenn es die eigenen Brüder und Schwestern in der Gemeinde sind, that is one of the hardest tests to know what to do. ist es eine der schwierigsten Prüfungen, dort zu wissen, was man tun soll. In this regard of this internal opposition, Dr. Kellogg is quite similar to the story of Jones and Wagner in different ways and different issues. Und was diese internen Streitigkeiten anbelangt, ist die Geschichte von Dr. Kellogg sehr ähnlich zu der Geschichte mit Jones und Wagner. And notice that Ellen White didn't say Dr. Kellogg was wrong in not connecting with those who were not in sympathy with God's work. Und achtet darauf, dass Ellen White schreibt, er stand nicht in Verbindung mit denjenigen, die nicht in Übereinstimmung mit dem Werk standen, das nach seiner Meinung von Gottes Werk stammen würde. Also, dass das kein Fehler war. Okay, sie sagt, das ist nicht ein Fehler gewesen. Danke. It's always a tough question. How do you maintain ties without agreeing with the wrong position? Es ist immer eine schwierige Frage, wie behält man Zehntengelder, obwohl man jetzt nicht die richtige Lehre hat. Oh, yeah. How do you keep working with people when you know that they're wrong? Oh, okay, ganz andere Richtung. Wie arbeitet man weiter mit Menschen zusammen, wenn man weiß, dass sie falsch liegen? So. A lot of people are tempted to think that if Peter's wrong, I can't work with him at all.
Viele Menschen sind versucht zu denken, wenn Peter falsch liegt, dann kann ich mit ihm überhaupt nicht arbeiten. I like to show those people a particular statement. I don't have it here, but I like to show them a statement from Ellen White. Und diesen Menschen zeige ich dann oft ein Zitat von Ellen White, das habe ich jetzt leider nicht da. Where she says that 2/3 of the workers in the field are not converted and not to be trusted. Wo sie schreibt, 2/3 der Arbeiter im Feld sind nicht bekehrt und ihnen sollte auch nicht vertraut werden. But she continued to work with them. Aber sie hat weiterhin mit ihnen gearbeitet. It wasn't easy for her either. Das war auch nicht für sie auch nicht leicht. It won't be easy for you. Und es wird auch für dich nicht leicht sein. Für euch. But someone else's fault is not a good reason to lose your soul. Aber der Fehler von jemand anderen ist kein guter Grund, dass du dein Seelenheil verlierst. Now, it's important to notice here that Dr. Kellogg was not perfect. He made his own mistakes. Es ist wichtig zu sehen, dass Dr. Kellogg nicht perfekt war. Er hat seine eigenen Fehler gehabt. He criticized in a harsh manner. Er hat kritisiert auf eine zu starke Art und Weise. He placed the medical missionary work above the ministry, which it shouldn't be. Die medizinische Gesundheitsarbeit hat er über den Predigtdienst gehoben, was nicht sein sollte. There's a saying in English, says, 2 wrongs do not make a right. Es gibt ein Sprichwort auf Englisch, das doppelte Verneinung macht keine Bejahung. Oder doppeltes Minus ergibt nicht Plus. Ja. Something like that. Okay. Well, 2 years later, Ellen White was still writing about Dr. Kellogg. Und 2 Jahre später hat Ellen White noch immer über Dr. Kellogg geschrieben. His first letter is to the General Conference President. Der erste Brief hier ist an den Generalkonferenzpräsidenten. She said, "Seek to save Dr. Kellogg from himself. Versucht Dr. Kellogg vor sich selbst zu retten. He is not heeding the counsel he should heed." Er beachtet nicht die Ratschläge, die er beachten sollte. By 1900, when that was written, he was how would I say this? He didn't want to listen to Ellen White. Im Jahr 1900, als dies geschrieben wurde, wollte er einfach nicht auf Ellen White hören. He hadn't rejected everything she said. Er hat nicht alles abgelehnt, was sie gesagt hat. But she kept telling him he needed to work with the ministers. Aber sie hat ihm immer wieder fortwährend gesagt, dass er mit den Predigern zusammenarbeiten soll. And he couldn't see any way to work with those ministers. Und er hat da aber keinen Weg gesehen für die Zusammenarbeit. And he didn't want to work with those ministers. Und er wollte auch nicht. He was not heeding the counsel he should have heeded. Er hat diesen Ratschlag nicht befolgt, den er beachten sollte. God forbid that the purposes Dr. Kellogg has in mind should be carried out. Gott hat untersagt, dass die Vorhaben von Dr. Kellogg ausgeführt werden sollten. Our work is not to be a divided work. Unsere Arbeit soll nicht einer Scheidung und Teilung unterliegen. And just to remind you, Und um euch daran zu erinnern, why that was such a serious issue, we have the statement we had last meeting. Warum das so ein wichtiges Thema war, und wir haben das Zitat, was wir letztes schon gehabt haben. That when they're divided, it places the worst evil on the churches. Das heißt, wenn diese 2 Arbeiten geteilt sind, dass das schlimmste Übel der Gemeinde auferlegt. Well, Ellen White would continue writing to Dr. Kellogg. Und Ellen White hat weiter an Dr. Kellogg geschrieben. The Lord has sent you warnings, Der Herr hat dir Warnungen geschickt, but you have not heeded them. aber du hast sie nicht beachtet. The deceptive power of the enemy has led you to leave God's banner trailing in the dust. Die verführerische Macht des Feindes bewirkte, dass du Gottes Banner in den Staub geworfen hast. While Dr. Kellogg has committed himself as working undenominationally. Während sich Dr. Kellogg zu einem konfessionslosen Werk verpflichtet hat. In a work which has taken the money from a people who are decidedly a denominational people. In dessen Rahmen er Geld von einem Volk nimmt, das auf jeden Fall eine Konfession darstellt. Now you have to understand a little bit about the organizational structure of the church at that time. Jetzt muss man ein bisschen natürlich die organisatorischen Strukturen der Gemeinde in dieser Zeit verstehen. The church was organized as a legal organization in 1863. Die Gemeinde wurde 1863 als öffentlich-rechtliche Organisation gegründet. The sanitarium was organized as a separate legal organization in 1865. Das Sanatorium wurde 1865 als eine eigene rechtliche Organisation gegründet. The college was a separate organization. Das College, die Universität, war eine eigene Organisation. The printing house was a separate organization. Der Verlag. And at this time, they all worked together, right? Und zu diesem Zeitpunkt haben sie alle zusammengearbeitet.
And so Dr. Kellogg would collect money or offerings from the church Und so hat Dr. Kellogg Gaben von der Gemeinde bekommen, eingesammelt, to help build up the medical work. um die medizinische Arbeit aufzubauen. And the college would collect offerings to build up the educational work. Und die Universität hat Gaben eingesammelt, And the publishing house probably got some offerings too. um das Bildungssystem aufzubauen und vielleicht sogar der Verlag. So they were all kind of working together, but they weren't connected legally. Und sie haben irgendwie zwar zusammengearbeitet, aber rechtlich gesehen waren sie nicht verbunden. In 1897, the charter of the sanitarium expired. Im Jahr 1897 war die Legalisierung des Sanatoriums ist ausgelaufen And had to be renewed. und musste erneuert werden. Charter is like the legal authorization. Okay, good. Okay. When the new charter was written up, Als diese neue Charta eben geschrieben wurde, the laws of Michigan had changed a little bit, zu dem Zeitpunkt haben sich die Gesetze in Michigan ein bisschen verändert. and you didn't have to pay some taxes Und man konnte Steuern vermeiden, if you met certain qualifications. wenn man bestimmte Erforderungen erfüllte. And so it would save quite a bit of money. Und man konnte sich somit einiges an Geld sparen. And in the process of all that, this word undenominational was included in the new charter. Und in diesem ganzen Prozess wurde dieses Wort konfessionslos in diesen neuen Vertrag übernommen. Dr. Kellogg was not always honest about this. Und Dr. Kellogg war nicht immer ehrlich, was das anbelangt. When he talked to the church people, he said, "Oh, that just means that you don't have to be an Adventist to be a patient." Als er zu den Gliedern sprach, sagte er immer, du musst kein Adventist sein, um ein Patient zu sein. Baptists, Catholics, Jews, doesn't matter. They can come as patients. Baptisten, Katholiken, Juden, egal, sie sollen alle als Patienten kommen. That was fine. Everybody was happy with that. Das war okay, jeder war froh darüber. But when he talked to the world, Aber als er mit der Welt he geredet hat, said, "We're an undenominational organization. We're not controlled by the church. sagte er, wir sind eine konfessionslose Organisation, wir sind nicht von der Gemeinde kontrolliert. We have an entirely separate organization. Wir They're not in sind charge." vollständig getrennt, wir sind da nicht unter jemandes Fuchtel. And it was true. It was a separate organization. Und es hat gestimmt, war eine eigene Organisation. But it was still supposed to be working in harmony and connection. Aber sie sollten natürlich noch immer in Harmonie und Verbindung zusammenarbeiten. But Kellogg saw so little value in working with those ministers that why bother? Aber Kellogg sah so wenig Wert in der Zusammenarbeit mit den Predigern, warum sollte er sich Gedanken machen drüber? Well, let's see. Let's go on. The work has been hindered. Das Werk wurde aufgehalten. The cause of God should have a different showing. Die Sache Gottes hätte anders ausgeführt werden sollen. Far different. Ganz anders. And who is to blame for this hindrance? Und wer hat die Schuld daran? You, Dr. Kellogg, give heed to men not of our faith. Du hörst auf Männer, die nicht unseres Glaubens sind. You delight to show what you have done. Gern präsentierst du das, was bereits getan wurde, By a free use of money that was not yours to handle in a way that God has not appointed. was du bereits unter Benutzung von Geld, das eigentlich nicht dein Geld ist, erreicht hast, auf solch eine Weise, die Gott nicht gut heißt. So Kellogg was kind of walking a fine line. Das heißt, Kellogg hat da eine Gratwanderung gehabt. It was important to him to maintain a connection to the church Es war ihm wichtig, mit der Gemeinde noch immer eine Verbindung zu haben, because he got offerings. weil er ja die Gaben bekam. And he got a lot of Adventist young people to come and work as nurses in the sanitarium. Und es sind viele junge Adventisten gekommen, die als Krankenschwestern im Sanatorium gearbeitet haben. And it would be very hard if he lost all that. Und das wäre sehr schwer, wenn man das alles verlieren würde. On the other hand, he didn't want any connection with the church that would exert any control over what he was doing. Andererseits wollte er nichts zu tun haben mit einer Gemeinde, die sich einmischt in das, was er da tut. In 1901, there was a General Conference session that tried to address those issues. In 1901 gab es eine Generalkonferenzversammlung, die versuchte, mit diese Dinge anzusprechen. And so the whole structure of the church was rebuilt. Das heißt, die gesamte Struktur der Gemeinde wurde neu aufgelegt.
And the educational work was made a department of the General Conference. Und die Bildungseinrichtungen wurden zu einer Abteilung der Generalkonferenz. And the publishing work was a department of the General Und das Conference. Verlagswerk wurde zu einer Abteilung der Generalkonferenz. And they had a health department or medical missionary department of the General Und Conference. die Gesundheitsabteilung, also eine medizinische Missionsarbeit, wurde zu einer Abteilung. But the sanitarium kept its own organization. Aber das Sanatorium blieb als eigenständige Organisation. Dr. Kellogg was a very smart man. Dr. Kellogg war ein sehr intelligent, kluger Mensch. Mann. And nobody was tricking him with what was going on with this reorganization. Und niemand konnte ihm etwas vormachen, was es auf sich hatte mit dieser Reorganisation. I'm not saying that somebody tried to trick him, but there were probably a lot of people that didn't really understand how business world works. Ich sage nicht, dass da jemand versucht hat, jemanden übers Ohr zu hauen, aber es gibt Menschen, die einfach nicht verstehen, wie die Geschäftswelt funktioniert. And so there were people in the discussion in 1901, they said, we aren't talking about control of the educational work or control of the publishing work. Und so gab es Leute, die damals 1901 gesagt haben, wir sprechen ja nicht über eine Überwachung der des Bildungswerkes oder des Verlagwerks. Oder also Control ist auch mehr, dass man egal. Ein Controller ist auch jemand so ähnlich wie ein Chef zum Beispiel. Ja. Okay. No, we're not talking control. We're just talking about ownership. Wir reden hier über den Eigentum, also Besitz. Wer es besitzt. Dr. Kellogg immediately stood up Dr. Kellogg ist sofort aufgestanden and he said, und hat gesagt, ownership always means control. Besitz heißt immer And anyone who thinks otherwise has no idea what he's talking about. Kontrolle. Und jeder, der anders denkt, hat keine Ahnung, wovon er spricht. Kellogg was right, of course, Und Dr. Kellogg hat natürlich recht gehabt. which is why he was not about to lose ownership of the sanitarium. Deswegen hat er auch seine Besitzrechte am Sanatorium nicht. He wanted to control it. Er wollte es in der Hand haben. And remember, he had some reason. He didn't trust these ministers who didn't even figure out how to eat a vegetarian diet yet. Und denkt dran, er hat ja einige gute Gründe, weil er hat diesen Predigern nicht geglaubt, die nicht einmal drauf gekommen sind, dass man sich vegetarisch ernähren kann. The moral of the story is that if everybody had been perfect, things would have gone well. Und, The moral of the story is that if everyone had been perfect, things would have gone well. Die Moral von der Geschichte, wenn alles gut gelaufen wäre, dann wäre es ja gut gewesen. But guess what? Aber We're not all perfect. We all have our mistakes wir and sind alle problems. nicht perfekt und wir haben alle unsere Fehler. In 1902, In 1902 the sanitarium burned to the ground. brannte das Sanatorium bis auf Grund und Boden. It was February 18, so it was wintertime. Und es war Februar 1902 1902. und Winterzeit. It was amazing. They got all the patients out. Es ist wunderbar, sie haben alle Patienten hinausbringen können. They didn't have like air conditioning in those days, Es gab damals keine Klimaanlage, so they had ventilation shafts, just big empty holes up and down the building. somit hatten sie große Belüftungsschächte, die sich durchs ganze Gebäude zogen. The fire started in the basement, right next to a ventilation shaft. Und das Feuer fing im Keller an, direkt neben von so einem Belüftungsschacht. And very quickly went all the way to the top and spread on all the floors. Und es ist sehr schnell dadurch, hat sich im ganzen Gebäude und auf allen Ebenen verteilt. There were almost 1,000 patients, Und es hat fast 1000 Patienten gegeben. and they got them all out in about 10 or 15 Und minutes. sie haben sie alle rausgebracht in ungefähr 10 bis 15 Minuten. The good thing is that most of them were ambulatory, most could walk. Die gute Sache ist, dass die meisten ambulant waren, also sie haben gehen können. And so they went across the park or across the street into McCamley Park. It was just a open area. Sie sind also über die Straße in den nächstgelegenen Park gegangen, eine offene Fläche. They're all standing in the snowbank watching the building burn. Und sie sind dort im Schnee gestanden, wie das Gebäude vor ihnen, und zugeschaut, wie das Gebäude verbrennt. And all of a sudden, one older man by the name of Mr. Case, Und plötzlich ein alter Mann namens Mr. Case he said, sagte, "My mattress!" meine Matratze! And he went running back in the building to get his mattress. Und er rannte zurück ins Gebäude, um seine Matratze zu holen.
It wasn't just the mattress. Und es war natürlich nicht nur die Matratze. He had his life savings in there. Er hatte seine Lebensersparnisse da drin. It was all the money and investments that were supposed to support him for the rest of his life. Es war das gesamte Geld, das ihn für den Rest seines Lebens versorgen sollte, war da drin. And it did, Und es versorgte ihn auch, because he died in the fire. weil er dort starb. Another lesson there. Some things are not worth being killed for. Eine andere Lektion, manche Dinge sind es nicht wert, dafür zu sterben. But now the sanitarium's burned down. What to do next? Das Sanatorium ist abgebrannt, was macht man jetzt? Dr. Kellogg knew that his control was based in Battle Creek. Und Dr. Kellogg wusste, dass sein Machtzentrum in Battle Creek ist. Ellen White had often said it would be best to take that big sanitarium and split it up into 10 little ones. Und Ellen White hat oft gesagt, es wäre gut, dieses große Sanatorium zu nehmen und in 10 kleine aufzusplittern. Kellogg knew that, Und Kellogg wusste das. but he knew it would be terribly hard to maintain control over 10 different institutions. Aber er wusste, es wäre sehr schwer, 10 Institutionen trotzdem die Macht noch zu behalten. Now what's he going to do? Let the ministers run them? Was soll er also tun? Soll er die Prediger sie führen lassen? Soll er die Macht an die Prediger übergeben? So he chose to rebuild in Battle Creek. Und er entschied sich also, einen Neubau in Battle Creek zu machen. And he was not completely honest in this. Und er war nicht ganz ehrlich, was die Sache anbelangte. When he told the general conference what he was going to do, he said, "Oh, we'll have fewer rooms. We won't make such a big building." Und als er vor der Generalkonferenz stand und das vorstellte, sagte er, wir werden ein bisschen weniger Räume, es werden kleinere Gebäude sein. But the plans kept getting bigger somehow. Aber die Pläne wurden irgendwie immer größer. When it was all done, he had maybe 10 fewer rooms, Und als alles fertiggestellt war, hat er vielleicht 10 Räume weniger gehabt. but the rooms were bigger. Aber die Räume waren größer. Well, he needed money now to rebuild this building. Jetzt brauchte er natürlich Geld, um das Gebäude wieder aufzubauen. And he came up with a plan. Und er hatte einen Plan. He'd written a book just recently, Er hat ein Buch kürzlich geschrieben. riding around on his bicycle, right? Und mit seinem Fahrrad, als er da auf und ab fuhr. And he said, "I'll donate my profits from the book. Und er sagt, ich werde den Profit aus diesem Buch spenden. Let's get the review to print it for free. Ich möchte, dass der Review, also der Verlag, das kostenlos druckt. And we'll ask the church members to sell it without taking any commission. Und wir werden die Gemeindeglieder fragen, dass sie das ohne Provision weiterverkaufen. And all the profits will go to rebuild the sanitarium." Und das ganze Geld soll in den Neuaufbau des Sanatoriums gehen. Well, it sounded like an interesting idea. Das hat sich wie eine gute Idee angehört, interessante Idee angehört. The book was called The Living Temple. Der Name des Buches hieß Der lebende Tempel, der Living Temple. If Kellogg had been honest here, he would have told the people that he was building a bigger building. Falls er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, dass er ein größeres Gebäude baut. And he would have been a little more upfront about what was in the book. Und er wäre ein bisschen mehr offen gewesen darüber, was in diesem Buch drin ist. The book has, I'm told, elements of pantheism in it. Mir wurde gesagt, dass dieses Buch Elemente vom Pantheismus beinhaltet. The only part of the book I've ever read are the about 3 paragraphs that are commonly quoted to show the pantheism. Die einzigen 3 Absätze, die ich jemals in diesem Buch gelesen sind eben diese 3, die zeigen sollen, dass es hier um Pantheismus geht. I have the book, Ich habe das Buch, but I will not read it. aber ich werde es nicht lesen. I encourage you not to read the book. Ich ermutige euch auch, das Buch nicht zu lesen. You'll see why in a bit. Und wir sehen warum. Pantheism is a spiritual concept. Pantheismus ist ein geistliches Konzept. It's been most common in the Hindu world. Es ist am weitesten verbreitet in der hinduistischen Welt. Pantheism is the idea that God is in everything. Pantheismus ist der Gedanke, dass Gott in allem ist. Rocks and air and Felsen, bunny rabbits, Luft, die Hasen, Kaninchen, dolphins, mosquitoes, people. Delfine, Menschen, Gelsen, God's in all of that. in allem.
In recent decades now, these ideas have become much more common in the Western world than they used to be. In den letzten Jahrzehnten wurden diese Ideen in der westlichen Welt viel mehr aufgenommen, als es eigentlich bis jetzt der Fall war. There are a lot of strange and fuzzy ideas floating around in spiritual circles. Es gibt viele komische und interessante Gedanken, die in geistlichen Zirkeln herumschwirren. People seldom stop to think any of these things through. Selten denken die Menschen diese Dinge wirklich durch. But there's a lot of people who are kind of accepting the loose general idea of pantheism now. Aber es gibt viele Menschen, die heutzutage diese lose Idee vom Pantheismus annehmen. I think the main appeal to pantheism Ich glaube, die wahre Faszination vom Pantheismus is that if everything is God, ist, dass wenn alles Gott ist, then I'm God. dann bin ja ich auch Gott. And if I'm God, Und wenn ich Gott bin, why do I need to listen to you? dann muss ich nicht auf dich hören. Why do I need to worry about the Bible? Warum sollte ich mir dann Gedanken über die Bibel machen? Come on, I'm God. Ich bin ja Gott. I just need to be more clear in my mind what the God in me wants me to do. Mir muss ja nur ein bisschen klarer werden in meinem Geist, was der Gott, der in mir ist, eigentlich tun möchte. This is much of the emphasis in the meditative concepts of mysticism. Das sind viele Konzepte des meditativen Mystizismus beinhalten das. To get in touch with that piece of God down in the center of my soul. Dass man mit diesem Stückchen Gott irgendwo in meiner Seele drin mit dem Kontakt aufnimmt. Experientially, I haven't experienced it, but those who have, Erfahrungsgemäß, ich habe es zwar nicht erfahren, aber die es erfahren haben, they often report, almost always report, that when they get in touch with that piece of God, diese Leute sagen, wenn sie eben diese Verbindung herstellen mit diesem Stückchen Gott, there's an overwhelming sense of unity with God and everything else. Dann gibt es ein überwältigendes Gefühl von Einheit mit Gott in allem anderen. That's where this idea of, we are all one, that's, that kind of stuff, that's where that comes from. Da kommt diese Idee von wir sind alle eins und wir gehören alle zusammen, daher kommen diese Ideen. One of the most remarkable aspects of Kellogg's story is Ellen White's efforts to save the man. Eine der herausragendsten Aspekte in Kellogg's Geschichte sind Ellen Whites Versuche, ihn zu retten. I would say that her strongest public effort to hang on to him was in 1903 at the General Conference Session. Ich würde sagen, dass einer der größten öffentlichen Versuche, ihn zu unterstützen, bei der Generalkonferenz 1903 stattgefunden hat. That's more than a year after he wrote this pantheistic book. Also ihn zu halten. Oh, go ahead. Sorry. It's more than a year after he wrote his Es pantheistic ist book. mehr als ein Jahr, nachdem er dieses Buch geschrieben hat über Pantheismus. And in the General Conference session, in a public meeting, she defended the man. Und in der Generalkonferenz Vollversammlung, in einem öffentlichen Treffen, hat sie ihn verteidigt. Did not defend his pantheism. Sie hat nicht seinen Pantheismus verteidigt. But she was, he was not all wrong. Aber er lag ja nicht ganz falsch. She defended him where he was right. Sie hat ihn dort verteidigt, wo er recht lag. And she told the church, you need to respect him here. Und sie sagte der Gemeinde, ihr müsst ihn respektieren. At the same time, she told him, you need to respect them here. Und gleichzeitig sagte sie ihm, du musst auch sie respektieren. She didn't tell Kellogg, you need to accept their non-vegetarianism. Sie hat zu Kellogg nicht gesagt, du musst ihren Nicht-Vegetarianismus akzeptieren. She didn't tell the ministers, you need to accept his pantheism. Sie hat den Prediger nicht gesagt, ihr müsst seinen Pantheismus annehmen. She said, you need to go back to the Bible and find out what God wants and get your act together. Sie sagt, ihr müsst zurück zur Bibel, herausfinden, was Gott eigentlich von euch will und euch zusammenreißen. At that General Conference session, she said this. Und bei dieser Sitzung sagte sie Folgendes. God does not endorse the efforts put forth by different ones to make the work of Dr. Kellogg as hard as possible. Gott heißt nicht die Bemühungen gut, die einige ausführen, um das Werk von Dr. Kellogg so schwer wie möglich zu machen.
in order to build themselves up. um sich dadurch selbst zu erhöhen. So notice the motivation here. There was a little pride going on. Also achtet hier auf die Motivation im Hintergrund, da war es ein bisschen Stolz gegeben. God gave the light on health reform, Gott gab das Licht über die Gesundheitsreform. and those who rejected it rejected God. Und diejenigen, die sie abgelehnt haben, haben damit Gott abgelehnt. One and another who knew better said that it all came from Dr. Kellogg, and they made war upon him. Angebliche Besserwisser meinten, das Ganze käme ausschließlich von Dr. Kellogg und deswegen führten sie gegen ihn Krieg. This had a bad influence on the doctor. Das hatte einen unguten Einfluss auf den Doktor. I almost think that sentence is kind of funny. Und ich glaube fast, dieser Satz ist ein bisschen lustig. I think I'd probably have a bad influence too if somebody made a war against me. You Ich know? glaube, ich hätte auch einen schlechten Einfluss, wenn jemand einen Krieg gegen mich anfangen It's würde. like somebody's shooting and dropping bombs. I'm supposed to be happy, you know? Wenn jemand Bomben Okay. fallen lässt und schießt, soll ich dann fröhlich sein? This had a bad influence on him. Das hatte einen unguten Einfluss auf ihn. He put on the coat of irritation and retaliation. Sodass er sich den Mantel der Irritation und der Vergeltung angezogen hat. It's a strange expression. I don't This know is- what she means by coat, but he became irritated and he Is- retaliated. Das ist eine komische Aussage, ich weiß nicht, was sie mit Mantel meint, aber er war irritiert. God did not want him to stand in a position of warfare. Gott will nicht weder, dass er noch ihr gegeneinander Krieg führt. And he does not want you to stand there. Und auch ihr nicht. So Ellen White was caught in between the two sides, trying to get both of them to straighten up. Das heißt, Ellen White ist da gefangen zwischen diesen zwei Seiten und versucht immer zusammenzubringen, um das Ganze. At this General Conference of 1903, the subject of pantheism never came up. Bei dieser Generalkonferenz kam das Thema Pantheismus nie zur Sprache. It's like everyone was just avoiding it. They didn't, just kind of walking on eggshells, we say. Es war, als ob jeder wie auf Eierschalen gehen würde. Man versuchte es zu vermeiden. It was interesting. Right at the close of that camp meeting, Ellen White sent a message to two doctors. Direkt als diese Versammlung abgeschlossen war, schickte Ellen White einen Brief an zwei Ärzte. I said camp meeting, maybe general conference. Yeah. But, yeah, okay. I realized. Dr. Paulson and Dr. Edwards, Dr. Edwards. An Dr. Edwards und an Dr. Paulson. It was an interesting message, Und actually. es ist eine interessante Botschaft. She sent her assistant, Sarah McIntyre, Ellen White's assistant, Sarah McIntyre. Okay, hier ist ihr Assistent, Sarah McIntyre. Okay, das Ja. ist der Name. With the message to Dr. Paulson. Und sie schickt sie mit der Botschaft zum Dr. Paulson. Sarah said, Mother, they all called her Mother, so Ellen White. Und Sarah sagte zu ihr, und sie nannten sie alle Mutter. Mother wants you and Dr. Edwards and your wives to catch the train tomorrow to Elmshaven. Mutter möchte, dass du und Dr. Edwards und eure Frauen den Zug nach Elmshaven nehmt. But she doesn't want anyone to see you get on. Aber sie möchte nicht, dass jemand euch sieht, wenn ihr ihn besteigt. She's going to get on at this station here, right near the General Conference. Sie wird hier bei dieser Station nahe der Generalkonferenz einsteigen She wants you to take the trolley down to this station and get on there. und sie möchte, dass ihr Trolley, Bus. das Fuhrwerk nehmt und dann bei dieser anderen Station einsteigt. And so they did. Und so taten sie es auch. And they came into the train car, and Ellen White and Sarah McIntyre were sitting there. Und sie kommen also in den Zug und Ellen White und Sarah McIntyre sitzen schon dort. Sister White looked up and smiled and looked out the window. Und Schwester White schaut auf, lächelt sie an und schaut wieder beim Fenster raus Didn't say a word. und hat kein Wort gesagt. They rode for a couple of hours up north, Und sie sind ein paar Stunden in den Norden gefahren and they all got off together at the train station there. und sie sind gemeinsam ausgestiegen dort beim Bahnhof. Sarah McIntyre came and said, Mother will see you tomorrow morning at 10 o'clock. She's made arrangements for you to stay at the sanitarium up the hill. Und Sarah McIntyre sagte, Mutter, wir treffen uns morgen um 10 wieder. Wir haben Vorbereitungen getroffen, dass du am Hügel im Sanatorium übernachten kannst. So they went up the hill and they got into their, checked into their rooms.
Also die Ärzte waren im Sanatorium untergebracht und Schwester White würde sie morgen um 10 sehen. So, jetzt damals. This was not the Battle Creek Sanitarium, this was Ja, ja. the St. Helena Sanitarium. Yeah. Es war ein anderes Sanatorium, nicht das Battle Creek, St. Helena. And they talked together and said, what's going on? Und sie haben miteinander dann gesprochen und gesagt, was ist jetzt eigentlich los? They had no idea. Und sie hatten keine Ahnung. Next morning at 10 o'clock, they and their wives were down at Elmshaven, Ellen White's home. Und am nächsten Tag um 10 sind sie runtergefahren nach Elmshaven zu Ellen Whites Haus. Sarah let them in. They came in. They sat down in the visiting room there. Sarah hat sie hereingelassen und sie haben sich hingesetzt dort im Besuchszimmer. And Ellen White began to talk about every time she'd met them over the years, from years past. Und Ellen White hat mit ihnen angefangen, darüber zu sprechen, über jede Gelegenheit, wo sie sich getroffen haben, die letzten Jahre. She'd known Dr. Edwards since he was born. Sie kannte Dr. Edwards, seitdem er geboren wurde. She used to babysit him years before. Sie hat sich um ihn gekümmert, Jahre davor. And she went through, oh, I remember this, and I remember that, and Und I sie remember ist this time. durch diese Geschichten gegangen, ich kann mich erinnern, als du so, oder ich kann mich an jenes erinnern, an dieses erinnern. And Dr. Paulson, I remember when you came to the college as a young man. Und Dr. Paulson, ich kann mich erinnern, als du als junger Mann ans College gekommen bist. An die Universität. She talked like that for almost an hour. Und sie hat so fast eine Stunde lang so geredet. And they just sat and they visited and it was all pleasant. Und sie sind einfach gesessen und haben zugehört und es war einfach alles wunderbar. And then she said, I suppose you're wondering why I've asked to talk to you. Und sie sagte dann, ich denke, ihr wundert euch, warum ich mit euch reden möchte. I'm sure they were. Ich bin mir sicher, sie waren's. She said, we may lose Dr. Kellogg. Wir mögen Dr. Kellogg vielleicht verlieren. I hope and I pray not. Ich bitte und ich bete, dass es nicht passiert und ich hoffe. But if his soul is lost, Aber wenn seine Seele verloren ist, let it be with your hands on his shoulders, holding him back. lasst es uns mit euren Händen an seinen Schultern, die ihn zurückhalten, tun. Thank you for coming. Good day. Danke fürs Kommen. Schönen Tag. That was it. Und das war's. She made every effort she could to hold Sie- on to Dr. Kellogg. Sie hat alles unternommen, um ihn zurückzubehalten. Dr. Kellogg continued to go off into this pantheism thing. Und Dr. Kellogg ist weitergegangen in diese pantheistischen Dinge. And he worked, more and more he refused to work with the ministers and refused to work with the church. Und immer mehr weigerte er sich mit den Predigern und mit der Gemeinde But zusammenzuarbeiten. there's a very special element of this in regard to the pantheism we need to notice. Aber es gibt ein sehr besonderes Element hier, wo es um diesen Pantheismus geht und das müssen wir uns anschauen. When Ellen White addressed the topic, she was very clear that it was wrong. Als Ellen White dieses Thema angesprochen hat, war sie sehr klar darüber, dass es falsch ist. And she said many things about this pantheistic idea. Und sie hat viele Dinge über diese pantheistischen Gedanken But erzählt. one very special construction or arrangement of her wording is important to Aber us. ein besonderes Zitat oder eine besondere Konstruktion in ihren Worten ist wichtig für uns. She used the expression the Alpha and the Omega. Sie verwendet diese zwei Begriffe Alpha und Omega. So we'll just read some of these statements where she talks about that. Und wir möchten jetzt einige dieser Zitate lesen, wo sie darüber spricht. Many will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Viele werden vom Glauben abfallen, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Teufel Beachtung schenken. We have now before us the Alpha of this danger. Wir haben jetzt das Alpha dieser Gefahr vor uns. The Omega will be of a most startling nature. Das Omega wird von überraschender und erschreckender Art sein. Living Temple contains the Alpha of these theories. Living Temple, das Buch, enthält das Alpha dieser Theorien. I knew that the Omega would follow in a little while, and I trembled for our people. Ich wusste, dass schon bald das Omega folgen würde und ich zitterte um unser Volk. Now, I should explain, you probably know, but Alpha is the first letter of the Greek alphabet. Alpha, und ich werde es euch kurz erklären, vielleicht wird es schon, ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. That's where we get the name alphabet. Alpha, Beta, Gimel, Ain, right? Deswegen heißt es Alphabet, Alpha, Beta, Gamma und so weiter. The Omega is the last letter of the Greek alphabet. Das Omega, der letzte Buchstabe. So she's saying Kellogg's pantheism is the beginning, Das heißt, Kelloggs Pantheismus ist der Anfang, but there is an Omega. There is an ending that will come. aber da gibt es ein Omega, da gibt es ein Ende, das noch kommen wird.
In the book Living Temple, Im Buch, there is presented the alpha of deadly heresies. Im Buch Living Temple wird das Alpha der tödlichen Irrlehre dargeboten. The Omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Das Omega wird folgen und von jenen angenommen werden, die nicht willens sind, die von Gott gegebene Warnung zu beachten. Now, none of these three statements that we've read tell us a lot about the Omega. Und keine von diesen drei Zitaten hier sagt uns jetzt viel über das Omega. The way we understand the Omega is by understanding its relationship to the Alpha, about which we know quite a bit. Die Art und Weise, wie wir Omega verstehen, hängt damit zusammen, in welchem Zusammenhang das Omega mit dem Alpha steht. Und wir wissen ja relativ viel über das Alpha, deswegen haben wir Verständnis für das Omega. But there's an interesting thought in this one that we need to notice. Und da gibt es einen interessanten Gedanken hier in dem. She says, when the Omega comes, there are some people who will be receiving it. Es wird, wenn das Omega kommen wird, wird es Menschen geben, die das annehmen. And they are the ones who were not willing to heed the warning God has given. Und das sind diejenigen, die nicht willens waren, die von Gott gegebenen Warnungen zu beachten. What warning? Welche Warnung? What's the warning we're supposed to be heeding? Was ist die Warnung, die wir beachten sollten? She doesn't say right here. She doesn't say that. Sie sagt es hier nicht konkret. But if there's any one warning that she repeats over and over and over, Aber wenn es eine Warnung gibt, die sie immer und immer wiederholt, it's don't read the book. liest das Buch nicht. Don't mess with that stuff. Spielt mit dem nicht herum. Stay away from all that mystical thing. Bleibt fern von diesem ganzen Mystischen. It's dangerous. Es ist gefährlich. As I am shown these special things of Satan's science, Da mir Satans besondere Wissenschaft, and how he deceived the holy angels, die im Verführen der heiligen Engel Anwendung gefunden hatte, vorgeführt wurde, I am afraid of the men who have entered into the study of the science that Satan carried into the warfare in heaven. habe ich Sorge über die Männer, die mit dem Studium von Satans im Himmel praktisch umgesetzter Wissenschaft der Kriegskunst begonnen haben. Oh, how I have longed to be where I should not be compelled to see the same science practiced on this earth by medical practitioners. Oh, wie sehr wünschte ich, an einem Ort zu sein, an dem ich nicht dazu gezwungen wäre zu sehen, wie nun diese Wissenschaft auf dieser Erde von Medizinern umgesetzt wird. How my heart has been agonized as I have seen souls accepting the inducements held out to them to unite with those who were warring against God. Es war für mich eine Qual zu sehen, wie Seelen die ihnen angebotenen Verlockungen annahmen, um sich letztendlich mit den Gegnern Gottes zu verbinden. Why does she specify medical practitioners? Warum spezifiziert sie hier die Mediziner? This was written in probably 1904. Das wurde vielleicht 1904 geschrieben, Something like möglicherweise, irgendwo um die Zeit herum. Right at that time, the quote mind cure was a big public type of thing. It was being talked Zu about. dieser Zeit war diese Geistheilung eine sehr verbreitete Sache in der Öffentlichkeit. When they once accept the bait, it seems impossible to break the spell that Satan casts over them. Wenn sie einmal am Köder zugebissen haben, scheint es unmöglich zu sein, den Bann zu brechen, den Satan über sie geworfen hat. Because the enemy works out the science of deception as he worked it out in the heavenly courts. Der Grund liegt darin, dass der Verführer die Wissenschaft der Verführung so ausführt, wie er es bereits in den himmlischen Höfen getan hat. He uses human agencies to carry on his work with other human beings. Er benutzt menschliche Werkzeuge, um seine Arbeit mit anderen menschlichen Werkzeugen weiterführen zu können. He has worked so diligently with men in our day that he has won the game again and again. Er arbeitete heutzutage so fleißig mit den Menschen, dass er das Spiel immer und immer wieder gewinnt. What is this bait? Was ist denn dieser Köder? When they once accept the bait, it seems impossible. Wenn sie einmal am Köder zugebissen haben, scheint es unmöglich zu sein. My best understanding Nach meinem besten Verständnis is that experience of finding that little piece of God in you. ist in einem Verständnis nach ist es diese Erfahrung, dass man dieses kleine Stückchen Gott in sich findet. That mystical aspect. Dieser mystische Aspekt. We have reached the perils of the last days.
Wir haben die Gefahren der letzten Tage erreicht. When some, yes many, shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. In denen einige, nein viele vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern sowie Lehrern der Teufel Aufmerksamkeit schenken werden. Be cautious in regard to what you read and how you hear. Achte auf das, was du liest und hörst. Take not a particle of interest in spiritualistic theories. Zeige keinen einzigen Funken Interesse an spiritistischen Theorien. Satan is waiting to steal a march upon everyone who allows himself to be deceived by his hypnotism. Satan wartet darauf, jeden weit weg abzudriften lassen, der es zulässt, dass er durch Hypnose verführt wird. He begins to exert his power over them just as soon as they begin to investigate his theories. Er fängt an, seine Macht über sie auszuüben, sobald sie mit der Untersuchung seiner Theorien beginnen. The warning? Die Warnung? Don't read the book. Lies das Buch nicht. Now today, that would be, don't watch the movie. Heute wäre das, schau dir den Film nicht an. Don't, I don't know, whatever else. Tu nicht, was auch immer. Yeah, don't play the stupid computer games. Das dumme Computerspiel. Turn off the TV. Fernseher abschalten. Music, yeah. Musik. Yeah, don't do that stuff. Tu's nicht. Is, just a question here. Nur eine Frage. In the United States now, In Amerika zurzeit there is this huge fascination with the supernatural. You've got zombies and you got witches and you got all this gibt stuff. es zurzeit eine große Faszination mit dem Übernatürlichen. Das ist jetzt Zombie-Geschichten, Hexen und so weiter, all diese Geschichten. TVs, movies, is that over here too? Fernsehen, Filme, Ja. alles. You're das hier welcome. auch? Ja. Okay. Gern geschehen. America's biggest export has always been corruption. Amerikas größter Export war immer eigentlich herunterbrechend, also korrupt. Verderbnis, danke. Ja, genau. Yeah, we've made a lot of money doing that. Wir haben viel Geld damit verdient, dass wir das gemacht haben. My apologies. Es tut mir leid. Suffer not yourselves to open the lids of a book that is questionable. Füge dir durch das Öffnen eines zweifelhaften Buchs kein Leid zu. There is a hellish fascination in the literature of Satan. Es gibt eine höllische Faszination in der Literatur Satans. It is the powerful battery, that'd be a weapon, the powerful battery by which he tears down a simple religious faith. Es ist die, im Englischen kommt das noch durch, eine kraftvolle Waffe, um den einfachen religiösen Glauben zunichte zu machen. Never feel that you are strong enough to read infidel books. Denke niemals, dass du stark genug seist, um Bücher ungläubiger Autoren zu lesen. Or watch the movies. Oder die Filme anzuschauen. Or play the games. Oder die Spiele zu spielen. For they contain a poison like that of asps. Diese Bücher enthalten ein schlangenähnliches Gift. They can do you no good and will assuredly do you harm. Sie können dir keinen Nutzen bringen, werden dir aber auf jeden Fall Schaden zufügen. In reading them, you are inhaling the miasmas of hell. Miasma is mist. Durch das Lesen dieser Bücher atmest du die Ausdünstungen der Hölle ein. Now the good news Die gute Nachricht: is that God can save people who've been involved with that. Gott kann Menschen retten, die damit zu tun gehabt haben. I know several people who were heavily involved in the occult. Ich kenne viele Menschen, die schwer mit dem Okkulten involviert waren. God's hand is not short, Gottes Arm ist nicht zu kurz. but it requires a turning away from those things. Aber man braucht eine Abwendung, eine Abkehr von diesen Dingen. Now here's a trap that the devil uses that we might not think of so quickly in this regard. Und da ist eine Falle, die der Teufel verwendet, an die wir vielleicht nicht so oft denken, wenn wir in diese Richtung gehen. We might think, oh yeah, lots of especially young males would be fascinated by this mystical stuff. Man würde vielleicht sagen, man ist geneigt zu denken, viele junge Männer werden eher interessiert, fasziniert mit diesen mystischen Dingen. But there's another group of people who are at serious danger. Aber es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die in schwerer Gefahr sind. Ernsthafter Gefahr sind. Not just because it's mystical that attracts them, Nicht nur, weil es mystisch ist, das, was sie anzieht, but because of the very idea there's something that's not safe for them to look at. sondern aufgrund der Idee, dass es da etwas gibt, was nicht sicher ist, dass sie sich anschauen. The academic world is built on the concept of understanding is always helpful.
Die akademische Welt ist auf der Maxime aufgebaut, dass Verständnis immer hilfreich ist. To tell a scholar that's something you just shouldn't even look at is like anathema. Einem Gelehrten zu sagen, das ist etwas, was du dir gar nicht durchlesen solltest, das ist wie ein Affront. So I have a recommendation. Also habe ich einen Vorschlag. Don't read the book. Ja, My recommendation, yeah, don't read the book. lest das Buch nicht. Here's some better books. Hier gibt es ein paar bessere Bücher. Read in my books, Patriarchs and Prophets and Great Controversy, the story of the first great apostasy. Lies in meinen Büchern Patriarchen und Propheten sowie der große Kampf, die Geschichte vom ersten großen Abfall. History is being repeated and will be repeated. Die Geschichte hat sich wiederholt und wird sich wiederholen. Read then and understand. Lese und verstehe es. The time is drawing to a close when power of influence, of intellect, of knowledge and science can cover the least departure from the Lord's way. Die Zeit eilt einem Abschluss entgegen, bei dem die Macht des Einflusses, des Intellekts und der wissenschaftlichen Erkenntnis das geringste Abdriften vom Weg des Herrn bedecken kann. This was a letter to someone in the General Conference. Das war ein Brief an jemanden aus der Generalkonferenz. And the reason she made that recommendation about reading Great Controversy and Patriarchs and Prophets Und der Grund, warum sie diese Empfehlung gab, um diese zwei Bücher zu lesen, Patriarchen und Propheten und den großen Kampf, was to help them understand Dr. Kellogg's apostasy. war, damit sie verstehen, welche Irrlehre Dr. Kellogg da gelehrt hat. And she said it several times. She says, he is repeating Lucifer's rebellion. Und sie wiederholt es öfter. Er wiederholt Luzifers Rebellion. So go back and read about Lucifer. That's what Dr. Kellogg is doing. Also schaut zurück und liest über Luzifer. Das tut Dr. Kellogg. No greater deception could be presented to the minds of men than the representation you, Dr. Kellogg, have made of God. Keine größere Verführung als deine Darstellung über Gott könnte dem menschlichen Sinn dargeboten werden, als du getan hast, Dr. Kellogg. Souls will be lost through the sowing of the sentiments found in Living Temple. Seelen werden für die Ewigkeit verloren gehen, aufgrund der Saat, die Saat der im Buch Living Temple dargestellten Ansichten wird bewirken, dass Seelen für die Ewigkeit verloren gehen. In presenting error, you have united with the Prince of Darkness. Du hast dich mit dem Fürst der Finsternis vereinigt, um Irrtum darzustellen. When you wrote that book, you were not under the inspiration of God. Beim Niederschreiben dieses Buches befandest du dich nicht unter Gottes Inspiration. There was by your side the one who inspired Adam to look at God in a false light. An deiner Seite befand sich derjenige, der Adam dazu inspirierte, Gott in einem falschen Licht zu betrachten. Well, it's no wonder that Lucifer's story would help them understand Dr. Kellogg's apostasy. Und, sorry, it was no It's wonder. no wonder, it's not confusing, it's clear Okay, also kein Wunder, that Lucifer's rebellion would be like Dr. Kellogg's. Also es ist kein Wunder, dass Luzifers Rebellion so ähnlich wie Dr. Kelloggs war. Lucifer was in charge of both of them. Denn Luzifer hat sich um beide gekümmert. The same techniques. Die gleichen Techniken. You have been the spokesman, repeating the words of accusation and condemnation of the arch deceiver. Du hast als Sprecher des Erzverführers seine Worte der Anschuldigung und Verdammung wiederholt. Your science has been used to benumb the sensibilities and confuse the judgment of others. Deine Wissenschaft wurde zur Täubung der Sinne sowie zur Verwirrung des Urteils der anderen benutzt. In long night talks, you have presented your mind and plans and works. In langen Nachtvorträgen hast du ihnen deinen Sinn, deine Pläne und dein Werk weitergegeben, And these have become their mind and plan and works. die dann zu ihrem Sinn, zu ihren Plänen und zu ihren Werken geworden. In listening to your words, these men have imbibed the very science of the tempter. Indem sie deinen Worten lauschten, haben sich diese Männer die Urwissenschaft des Versuchers angeeignet. You have twisted and manipulated and misstated and misrepresented the testimonies that God has given, making them of no effect. Du hast die von Gott gesandten Zeugnisse verdreht, manipuliert, falsch dargestellt und falsch vorgelegt und sie dadurch wirkungslos gemacht. Now, a comment especially for the students that I was teaching this last week. Und ein Kommentar im Besonderen an die Studenten, die ich jetzt die letzte Woche unterrichtet habe.
You remember we talked about 1888 and not looking to men? Ihr erinnert euch daran, dass wir über 1888 gesprochen haben und dass man nicht Menschen anschaut. 1888 came because the church had been educated to look to man, expect great things from man. 1888 kam, weil die Gemeinde dazu erzogen wurde, dass sie auf Menschen schauen und große Dinge von Menschen erwarten. This is the conclusion of looking to man. Das ist die Zusammenfassung, das Resultat, wenn man auf Menschen schaut. In long night talks, you presented your mind, and it became their mind. In langen Nachtvorträgen hast du deinen Sinn, deinen Geist ihnen gezeigt und es wurde zu ihrem Geist. The full development of the issue that involved 1888 is basically hypnotism. Die Sache, die 1888 und diese ganzen Dinge ausmacht, ist eigentlich Hypnose. Now, if you weren't in the class, that may not make a lot of sense. Und wenn ihr nicht beim Unterricht dabei wart, macht das vielleicht nicht so viel Sinn. If you want to try to figure out, oh no, it won't work. Testimonies of Ministers, page 93 in English. Also Zeugnisse an Prediger auf Seite, Page 93 auf Englisch. Yeah. Testimonies of Ministers. Sorry. She goes on. This whole matter has been presented to me. Mir wurde diese gesamte Angelegenheit vorgeführt. You have worked as Lucifer worked in the heavenly courts to persuade his associates to unite with him. Du hast so gehandelt, wie Luzifer damals in den himmlischen Höfen handelte, um seine Gefährten zur Vereinigung mit ihm zu überreden. The enemy has used his arts upon your mind. Der Feind hat seine Kunststücke in deinem Sinn ausgeführt. Your boasted study of science. Dein gebildeter wissenschaftlicher Hintergrund Your assertion that you had obtained something excellent und deine Behauptungen, etwas Ausgezeichnetes erhalten zu haben, have deceived the men connected with you. hat die mit dir verbundenen Menschen verführt. And they have refused to listen to the warnings sent to keep them from listening to your false representations. Sie lehnten es folglich ab, die aufgrund deiner falschen Darstellungen gesandten Warnungen zu beachten. Okay, two slides back, it mentioned these long night talks. 2 Folien zurück wurden diese langen nächtlichen Vorträge erwähnt. I'm not sure I really understand this, but that was a big concern to Ellen White. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe, aber es schien eine große Sache für Ellen White zu sein. She repeated her concern on this point several times. Sie hat ihre Sorgen um diesen Punkt oft wiederholt. And the warning was, it was a reproof to Kellogg and a warning to everyone else. Und diese Warnung, das war so ein Zurückweisen von Kellogg und eine Warnung an alle anderen. Was that somehow in these long night talks he would just wear their mind down. Und dass es manchmal in diesen langen nächtlichen Vorträgen einfach ihren Verstand erschöpft hat. Maybe it was because they were so tired. Vielleicht weil sie so müde waren. Maybe it was because it was dark. Vielleicht weil es dunkel war. I don't know what it was, but she presents this as a serious concern. Ich weiß nicht, was es war, aber sie sagt, das ist eine ernste Sache. When I was in Tacoma Park, that was where the General Conference was. Als ich mich im Tacoma Park befand, das war dort, wo die Generalkonferenz stattfand. Living in Carroll House, that's just the hotel she stayed in. Und sie hat im Haus der Carrolls, das war das Hotel, wo sie untergebracht war. Many things were presented to me in vision. Wurden mir in der Vision viele Dinge vorgeführt. One of them, a committee meeting held during the night hours in the Battle Creek Sanitarium. Dabei war unter anderem eine in den Nachtstunden im Battle Creek Sanatorium durchgeführte Ausschusstagung. So she's in Washington D.C. and she's seeing this meeting in Battle Creek, 2,000 miles away. Also sie ist in Washington D.C. und sieht dieses Treffen, das 2000 Meilen entfernt stattfindet. That meeting was conducted by Dr. Kellogg. Und dieser Ausschuss wurde durchgeführt, geleitet von Dr. Kellogg. Many of the physicians were present. Viele Ärzte waren anwesend. And W.C. White, that was her son, Und ihr Sohn W.C. White, having been sent for to attend a special council, was reined up in this committee meeting. der um einen besonderen Rat gebeten wurde, war auch dabei. I think by reined up she means that they were kind of trying to force him to accept their opinion. Und später schreibt sie darüber, dass sie irgendwie versucht haben, dass er ihre Meinung annimmt, sie unterzwang. Oh, what agony of mind I suffered as I was viewing the way in which Dr. Kellogg conducted that meeting. Oh, was für Qualen litt ich, als ich sah, auf welche Art und Weise Dr. Kellogg dieses Treffen leitete.
I may sometime describe it, but not now. Zu einem späteren Zeitpunkt mag ich das beschreiben, aber nicht jetzt. All those little comments always, Diese kleinen Kommentare immer wieder. die oh, sind why, so, why can't we get the details? warum kann man eben nicht die Details bekommen, aber I have told Willie, that's her son, ich habe Willi gesagt, das ist ihr Sohn, that if ever plans were made for him to go into another night session with Dr. Kellogg, dass wenn ich in Erfahrung bringen sollte, dass neue Pläne für Willis Teilnahme in einer Nachttagung mit Dr. Kellogg gelegt werden würden, and I knew it, und, if she found out about it, yeah, und sie hat das herausgefunden, sie wusste es, I would certainly exercise all the power God would give me to break up such an interview. dass ich auf jeden Fall alle gottgegebenen Kräfte aufwenden würde, um dieses Gespräch abzubrechen. Evil angels were there, Böse Engel waren dort anwesend. and if the physicians present had had their true senses about them, they would have understood the spirit and influence of the actions of Dr. Kellogg and of the words spoken by him on that occasion. Sorry. Und wenn die dort anwesenden Ärzte einen wahren Sinn dafür gehabt hätten, hätten sie den Geist und den Einfluss der Taten von Dr. Kellogg, aber auch seiner bei dieser Tagung gesprochenen Worte durchschaut. So another recommendation I'd make: Das heißt, noch eine Empfehlung, die ich euch gebe. don't get caught in long night talks. Lasst euch nicht aufhalten in langen nächtlichen Gesprächen. Keep your true senses about you. Haltet deine Sinne beisammen. There are indeed unseen forces and influences which we need to wrestle against. Es sind unsichtbare Kräfte und Einflüsse am Wirken, gegen die wir kämpfen müssen. The Bible tells us we wrestle not against flesh and blood. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Well, we're going to stop there. Wir werden hier wieder aufhören. The pantheism was an issue. Pantheismus war eine Sache, The mind control was an issue. diese Geistkontrolle, The attack on the denomination was an issue. der Angriff auf die Gemeinschaft The distortion of the spirit of prophecy or the ignoring of the spirit of prophecy was an issue. und das Ablehnen des Geistes der Weissagung war eine Sache. The pride was an issue. Stolz war auch The desire for control was an issue. der Wunsch nach Macht. All these things were a part of Dr. Kellogg's apostasy. All diese Dinge waren ein Teil von Dr. Kelloggs Abfall. We do ourselves a disservice when we say, "Oh, he became a pantheist." Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir einfach nur sagen, oh, er wurde nur Pantheist. It was more than just a pantheism. Es war mehr als nur das. The pantheism is a big issue and it's a bad issue. Pantheismus ist eine große Sache und es ist eine schlimme Sache. But I don't really think you could have the pantheism without the other things coming along. Aber ich denke nicht, dass ihr den Pantheismus haben könntet ohne den anderen Dingen. We're going to continue in our next meeting tonight about the bad Kellogg years. In unserem Treffen heute Abend werden wir weiterführen in den nächsten Jahren. There are more lessons to be learned. Es gibt mehr Lektionen, die man noch lernen kann. But I hope you're starting to see the pattern that we're developing in all this. Ich hoffe, dass ihr anfängt, das Muster zu sehen, das sich hier in diesem Ganzen entwickelt. There was Lucifer's rebellion and there was Dr. Kellogg's rebellion. Es war Luzifers Rebellion und dann gab es Dr. Kelloggs Rebellion. There was Christ's response to the rebellion, which was the revelation of the character of God. Es gab Christi Antwort darauf, die Offenbarung des Charakters Gottes. There was the good Kellogg who realized that we needed to reveal the character of God in action as well as in words. Und es gab den treuen Kellogg, der sich bewusst war, dass wir Gottes Charakter in guten Werken und in Worten auch offenbaren sollen. And the lessons from these earlier events Und die Lehren aus diesen früheren Ereignissen will help us to understand the last events, werden uns helfen, die letzten Ereignisse zu verstehen. the loud cry and the omega of apostasy. Den lauten Ruf und das Omega des Abfalls. So I hope it's starting to make a little sense. Und ich hoffe, fängt an ein bisschen Sinn zu machen. Let's pray. Lasst uns wieder beten. Father, we are saddened to see souls lost. Vater, wir sind traurig, wenn wir Seelen verloren gehen sehen. But we are encouraged to see the great effort that you made to prevent them.
Aber wir sind ermutigt, dadurch, dass wir sehen, welche großen Anstrengungen du unternimmst, dass du das verhinderst. Lord, we are all in need of your salvation. Herr, wir brauchen alle deine Erlösung. We are in need of protection from the devices of the enemy. Wir brauchen Schutz vor den Angriffen des Feindes. To the best of our ability, to the best of our knowledge. Und mit bestem Wissen und Gewissen We want to submit our lives and our hearts to you. wollen wir unser Leben und unsere Herzen dir übergeben. We pray that you would protect us, Wir bitten, dass du uns beschützt, that you would direct us, dass du uns leitest that you would grant us the privilege of revealing your character. und dass du uns dieses Vorrecht schenkst, deinen Charakter zu enthüllen, offenbaren. In Jesus' name, amen. Im Namen Jesu. Amen.